Hallo zusammen, wir häkeln heute mit euch diese Blümchen. Und zwar, ihr habt mit Sicherheit schon einige Videos von mir gesehen, wo ich KI-generierte Bilder ausgestellt habe und einige Ideen. Also ich habe mir ein Bild jetzt ausgesucht und möchte jetzt versuchen, einige Blumen nachzuhäkeln. Und zwar, wir häkeln heute mit euch so eine Rose praktisch und so eine Blume. Ich finde, KI-Bilder schauen einfach ganz toll aus. Man kann natürlich nicht alles exakt nachhäkeln, aber ich wollte halt versuchen, ein paar Sachen zu machen. Und das sind praktisch die Ergebnisse und ihr könnt das auch gerne vergleichen. Und wir werden noch weitere Blumen mit euch häkeln. Also ich habe erstmal die zwei. Ich beginne mit einem Fadenring. Eine Luftmasche. Jetzt häkle ich in den Fadenring 10 feste Maschen. So. Jetzt häkle ich in jede Masche jeweils 2 Maschen, also insgesamt dann 20 feste Maschen. In die erste Masche einstechen, die erste feste Masche und in dieselbe Stelle die zweite feste Masche. In die nächste Masche auch 2 feste Maschen. Also die dritte feste Masche, die vierte feste Masche. In die nächste Masche auch 2. 5. In dieselbe Stelle die sechste. 7 und in dieselbe Stelle die 8. feste Masche. 9. 10, also die Maschenzunahme in jede Masche. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 und die letzten 2. 19, 20. Jetzt häkle ich 3 feste Maschen. Die erste feste Masche, in die nächste die zweite und die dritte feste Masche. Hier setze ich mir die Markierung, also 3 Maschen haben wir gehäkelt. In die vierte Masche eine Maschenzunahme. Eine feste Masche und in dieselbe Stelle die zweite feste Masche. Und das wiederholen wir. 3 feste Maschen. Und jetzt eine Maschenzunahme. Dann wieder 3 feste Maschen, eine Maschenzunahme. Und so häkeln wir, bis wir am Ende der Runde ankommen. So, hier habe ich jetzt die letzte Maschenzunahme gemacht. Jetzt haben wir hier 3 Runden gehäkelt. Jetzt häkeln wir weitere 6 Runden ohne Maschenzunahme. So einfach
Ich markiere mir jetzt wieder den Anfang. In jede Masche häkle ich jetzt jeweils eine feste Masche ohne Maschenzunahme. Und so häkeln wir 6 Runden. Also ich habe jetzt 6 Runden gehäkelt. Insgesamt haben wir dann 9 Runden. Genau, so schaut es dann aus. Und jetzt kann ich den Faden abschneiden und verarbeiten. Also ich stiche hier ein und ziehe mir den Faden auf die linke Seite. So, und jetzt hier stiche ich irgendwo ein, den Faden aufteilen. Eine Seite durchziehen. So, jetzt ziehe ich den Faden nach unten. So, und jetzt kann man abschneiden. Und den anderen Faden genauso verarbeiten. So, das ist das erste Element. Jetzt häkeln wir das zweite und das dritte. Die sind etwas kleiner. Und zwar, wir haben hier mit 10 festen Maschen angefangen in den Fadenring. Und jetzt häkeln wir genauso. Wir fangen bloß mit 8 festen Maschen an. In der zweiten Runde haben wir dann 16 feste Maschen. Also genau gleich. Wir beginnen mit einem Fadenring. Eine Luftmasche. Jetzt häkle ich 8 feste Maschen in den Fadenring. So, und die zweite Runde. Ich häkle ohne Kettmaschen. Hier stiche ich in die erste feste Masche ein und häkle die Maschenzunahme. Also aus jeder Masche häkle ich 2 und häkle insgesamt 16 Maschen. Jetzt häkeln wir die dritte Runde. 3 feste Maschen. Eine Maschenzunahme. 3 feste Maschen, eine Maschenzunahme. So, und jetzt häkle ich 6 Runden feste Maschen. So, bei dem zweiten und dritten Element mache ich Folgendes. Die 6. Runde, die abschließende, häkle ich mit einer etwas kleineren Häkelnadel. Ich habe hier Nadel Nummer 3 und hier 2,5 und ziehe die letzte Runde etwas mehr zusammen, damit die oben so ein bisschen zusammen, damit der Rand ein bisschen zusammengezogen wird. So schaut das zweite Element aus, etwas kleiner als das erste, und dann stecke ich das einfach so rein. Und das zweite Element soll etwas höher sein als das erste. So, auf die gleiche Weise häkeln wir noch das dritte Element und wir fangen hier mit 6 Maschen in den Fadenring an
Und in der zweiten Runde haben wir dann 12 Maschen und in der dritten Runde, in jede vierte Masche, nehme ich eine Masche auf und dann häkle ich genauso anschließend 6 Runden. Insgesamt habe ich dann 9 Runden. So. Und dann häkeln wir zusammen noch das kleinste, das vierte Element. Hier, das schaut dann so aus. Das häkeln dann auch noch zusammen. So, wie gesagt, wir häkeln jetzt so das kleinste. Ich beginne mit einem Fadenring. So eine Luftmasche und 6 feste Maschen in den Fadenring. So, jetzt häkle ich in jede zweite Masche die Maschenzunahme. Also eine feste Masche, eine Maschenzunahme. Eine feste Masche, eine Maschenzunahme. Und nochmal eine feste Masche und eine Maschenzunahme. Jetzt häkeln wir 2 Runden ohne Maschenzunahme. Am besten vielleicht den Faden sofort verarbeiten. Jetzt häkle ich 2 Runden, wie ich schon sagte, ohne Maschenzunahme. Jetzt häkeln wir die 5. Runde. Ich nehme jetzt wieder die kleinere Nadel. Und da häkle ich eine Maschenabnahme, also in die nächste Masche einstechen, Faden holen, dann in die zweite Masche einstechen, Faden holen, 3 Schlingen, alle 3 Schlingen durch. Jetzt häkle ich die restlichen Maschen, das sind 7 Maschen sind es, insgesamt hatte ich 9 feste Maschen. So 1, 2, 3, 4, 7 haben wir und jetzt Faden einfach abschneiden. Und auch hier ziehe ich, hier stiche ich ein und ziehe den Faden auf die linke Seite. Und jetzt den Faden genauso verarbeiten, wie wir das schon gemacht haben. Und wir sehen jetzt so, hier diese Spitze hat sich so ein bisschen, ist jetzt schmaler als der Rest. So soll es auch sein. So, und wenn wir die 3 Elemente fertig haben, dann schicken wir noch das 4. Element rein und das soll etwas tiefer sein als die anderen. Es soll in die Tiefe gehen, so etwas kürzer sein. So schaut es dann aus. Man kann, wenn man will, natürlich noch eine Reihe häkeln, wenn es einem nicht gefällt. Ich lasse das so, das passt. So schaut die Blume aus.
So, ich wünsche euch viel Spaß und dann häkeln wir auch beim nächsten Mal noch weitere Blumen. So schaut erstmal die Rose aus.